Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute haben wir eine kleine Special-Ausgabe von SF Game, denn heute haben wir, ihr seht es schon bereits, wir haben hier einmal den Charlie am Start und wir haben ihn nicht nur in-game hier, sondern wir haben ihn auch im Discord drin. Das heißt, ihr könnt ihn hören. Ich grüße dich, Charlie. Hallo zusammen, ich bin wieder zurück. Ja, er war schon mal einmal zu Gast bei mir im Video. Das war damals zu den Pets gewesen. Ich weiß gar nicht, was du da erreicht hattest irgendwie. Auch, glaube ich, eine bestimmte Anzahl an Pet-Level oder so. Aber auf jeden Fall hat er jetzt vor kurzem das maximale Limit erreicht bei den Pets. Und da werden wir uns heute mal anschauen, wie stark so seine Pets sind. Und vor allen Dingen, was mich auch interessiert, was ich so noch gar nicht richtig gesehen hatte, das Feature, was man dann freischaltet. Also wenn man ja alle Pets maxed out hat, dann kann man ja quasi die Früchte in Tränke umwandeln. Ja, was ziemlich interessant ist. Und ja, da werden wir auf jeden Fall mal heute anfangen. Aber wir werden auch, ja, weil wir hier natürlich einen sehr, sehr schönen High-End Char vor uns haben, auch ein Magier, sehr sympathisch auf jeden Fall, ja. Und da werden wir mal auch auf die Werte gucken und auf die Items, die er anhat, denn das ist nämlich auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert auf jeden Fall. Aber mich interessiert wirklich zuerst, muss ich sagen, die Pets am meisten. Bevor wir hier zu den schönen Sachen, den Items kommen, ich gehe noch nicht rüber, ich gehe extra hier. Siehst du das alles mit der Maus, wo ich lang gehe und so, ja, ne? Ja, passt, alles gut. Okay, ja, hier, ich sehe sogar gerade hier auf Platz 1 hier auf seinem Server, in-game. Was sagst du zum Server? Viel los oder eher relativ, ja, ausgestorben mittlerweile? Weil in-game ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Er ist sehr inaktiv. Ja, ich sehe schon den Ehrenunterschied hier. Ja, von der Unterschied. Ja, die ersten 5 Ränge noch sehr gut am Start hier und ich meine danach auch sehr viel Ehre. Aber ich sag mal so, in dem Bereich, da komme ich nachher schon mit meinem Char hin, so in diesen Ehrenbereich hier. Ich bin auch, glaube ich, jetzt so bei 840.000 oder 840k. Ne? Ich habe mehr als doppelt so viel als Rang 30 zum Beispiel, wenn man das vergleicht. Das ist schon heftig, wie viel Ehre du hier auch am Start hast. Genau, aber wir kommen jetzt erstmal zu den Pets hier. Da sehen wir, er hat hier alle auf 4000, alle maxed out. Hier, es geht nichts mehr zu füttern, will niemand mehr was haben hier, sind alle satt gefüttert, ja. Und hat hier schon übelst viele Früchte hier am Start. Hebst du die eigentlich jetzt erstmal so auf? Wartest du irgendwie darauf, dass vielleicht doch noch irgendwie was anderes kommt? Oder siehst du das nicht ein, die Früchte so in Tränke umzuwandeln? Ich wollte erst mal aufheben, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ja, man weiß es nicht. Das ist gar nicht so unklug, denn ja, es ist ja noch nicht alle Tage Abend und ich würde mal sagen, ich weiß noch nicht, für das, was man da rauskriegt, ne, die Pots, die man dann verkauft, ich meine, das ist jetzt auch nicht so lohnenswert, sag ich mal. Und ja, ich weiß nicht, die Früchte kann man ja, glaube ich, so weit ins Unendliche stacken, ne? Ich weiß es nicht, wie hoch es geht. Ich denke mal, also hier sind ja noch ein paar Nummern frei. Ich denke mal, oder ja, da könnte noch ordentlich was gehen. Machst du hier noch täglich deine Angriffe? Ja, ne? Ja. Ja, weil das lohnt sich ja auch schon. 20 Ehre kriegst du, bist du hier auf Platz 1 eigentlich in der Ehren? Ja. Wow, auch mit Abstand, Alter. Holy shit. Ja, und was ich jetzt auf jeden Fall mal testen möchte, ist hier mal das Feature. Da schauen wir jetzt mal rein hier in den Kessel und das du hast es bisher aber auch schon mal ausprobiert, ne? Ja, ich hab's schon ausprobiert, ja. Also nutzt du das denn so zumindest für dich so? Also holst du dir so Intelligenz und Ausdauer davon? Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe es nur 2-3 Mal ausgetestet, wie das aussieht, und sonst habe ich eigentlich nur gesammelt bis jetzt. Ja, dann werden weil das ist halt sehr teuer, weil du musst 10 Früchte reinschmeißen und bekommst für den Trank vielleicht 4,5 Millionen Gold ungefähr. Okay, ja, das ist wirklich... Das sieht man jetzt gleich, wenn du es jetzt gleich ausprobierst. Das ist nicht mal ein halber Skillpoint. Hat das irgendeine besondere Animation oder so, oder einen besonderen Sound? Ja. Ja, dann mache ich mal den Sound noch ein bisschen höher hier, damit man das mal hört. Warte mal, ich glaube, du musst bei mir Sound noch anmachen. Kann das sein? Guck mal. Nee, bei dir habe ich Sound hier. Doch. Ja, okay, gut. Ja, okay, ich mache mal ein bisschen lauter hier noch nebenbei. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, wir werfen mal hier ein paar Äpfel rein hier. Ja, genau. So, da bin ich mal gespannt jetzt mal. Oha, verfärbt sich erstmal. Dauert eine Zeit. Und dann leuchtet der Kessel. Leuchtet der auch bei jeder Farbe irgendwie anders oder ist das... Ja, probier mal aus. Echt, ja? Probier mal aus. Oha,
Das ist ja nice, ey. Dann sieht man das jetzt auch mal zum ersten Mal so. Also, hast du das bei dir auf deinem Kanal schon mal ausprobiert? Der Charlie macht ja übrigens auch, falls ihr das noch nicht wusstet, super coole Shakes and Fidget Videos. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr mögt. Der Videolink dazu oder der Kanallink dazu ist in der Beschreibung. Ist natürlich auch ein sehr hoher Char. Und der Charlie, na klar, man kennt ihn ja auch, der hat ja auch die 1000 Pilze auch gesponsert. Also ein Ehrenmann, solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Gelegenheit. Also ich hab's im Video schon ausprobiert, ja. Ja. Ich hab's schon gezeigt. Okay, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass die das hier zumindest. Ich mach mal von jeder, mach ich mal einmal hier so, ne? Ja, passt. Wenn ich das nicht stört hier. Das ist schon cool. Ja, auch dass das so ein bisschen dauert und sowas, das finde ich ganz nice. Das Feature mal so zu sehen, weil es gibt noch bisher, glaube ich, nicht allzu viele, die das machen können hier, die das, die Patch schon so maxed out haben, dass die hier jede Frucht hier einmal reinwerfen können in den Kessel. Ja, und dann sieht man auch gleich natürlich zugehörig der Farbe, welcher Pot hier dann auch gleichzeitig dann rauskommt. Ich finde es aber auch interessant, dass man von manchen Früchten hier so viel hat und von den anderen irgendwie fast gar nicht so im Vergleich hier so, ne? Oder? Ich habe das Problem, dass ich Schatten als letztes auf 1000 hatte. Ich hatte quasi alle anderen schon auf 4000 gehabt und nur Schatten hat noch gefehlt. Und deswegen habe ich bei Schatten ganz wenig Früchte. Ja. Daran lag's. Das ist aber tatsächlich bei mir irgendwie auch so. Aber das ist auch generell, finde ich, im Shop auch, da hast du manchmal irgendwie, keine Ahnung, da fehlt dir irgendwie ein Trank und dann blätterst du und dann findest du diesen einen nicht, aber dafür die anderen beiden da irgendwie 1000-mal. Ja, das ist manchmal. Ja, und bei den Früchten ist es irgendwie gefühlt genauso hier. Ja. Du kannst die anderen Kämpfe auch noch machen. Ja, kann ich die durchskippen hier? Ja, darfst du. Okay, dankeschön. Ja, wir können ja auch nochmal, jetzt gucken wir mal noch gleich in die, auf sein Equipment nochmal rein hier. Wenn wir schon mal so ein High-End-Char hier haben, dann machen wir das auf jeden Fall gleich mal. Und aber jetzt wollte ich auf jeden Fall erstmal das Feature ausprobieren. Hast du irgendwelche Probleme hier gegen irgendjemanden, was so Pets angeht? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Ab und an mal verliert man einen Kampf, das kommt vor. Ja, weil das natürlich nachher doch. Er wird jetzt wahrscheinlich recht knapp werden, glaube ich. Ich glaube, wenn nachher jeder so auf derselben Stufe ist, dann ist das nachher dann doch auch wieder ausgeglichen oder beziehungsweise random dann. Weil im Prinzip sind ja die letzten Pets gerade die dann das meiste ausmachen. Ja, oha, der hat nochmal gut was rausgehauen. Das ist klar. Ja, easy. Ja, dann skippen wir mal durch hier. Zack, den haben wir gewonnen. Siehst du, bekommst hier gleich nochmal ein paar Brombeeren. Ja, die letzten waren knapp. Na gut. Ja. So, jetzt gucken wir mal, warte mal, jetzt, was mich als nächstes interessiert, ist der Arena-Manager. Alter. Jo, da hast du auf jeden Fall schon mal. Kommst du hier schon auf die 10.000? Nein. Nee, das noch nicht. Nein. Darf ich hier irgendwas drücken? Ja, mach mal. Wie weit kommst du hier, so wenn du jetzt hier Max jetzt hier drauf drücken würdest? Vielleicht 9,5. Oh, okay, noch gar nicht. Okay. Alter, okay, das dauert noch sehr, sehr lange. Aber baust du den jetzt noch weiter aus? Also holst du dir noch täglich hier so die Skips rein? Ab und an mal, ja. Weil du bist ja jetzt so mit den Runen eigentlich so am Limit, ne? Bin am Limit, ja. Ja. Warte mal, ich verkaufe mal die Pots hier. Soll ich die Ausdauertränke nehmen hier? Oder Ja, die Ausdauertränke kannst du nehmen. Das ist die, wo ich brauche. Oh Gott, was ist nun los? Der Trank ist weg. Der Trank ist weggepackt. So, da ist er. So, und den nehmen wir auch hier. So, den Rest können wir verkaufen. So. Ja, Arena Manager. Du bist hier schon in einem sehr großen, geopferten Runenbereich. Das ist schon nachher wirklich, da spricht man nachher schon vom Limit. Wir gucken mal auf die Items. Das ist natürlich schon saftig, knaftig. Du hast hier PvP und PvE-Equipment quasi in einem, ne? Ja. Ich habe es jetzt kombiniert. Ja, das kann man nachher auch machen, wenn man dann wäre sinnvoll, da müsste man nicht immer hin und her switchen. 73, kommst du schon? 75% kriegst du auch schon, ne? Ja, gehen wir weiter runter. Das ist der Fail. Das ist ein gewaltiger Fail, Alter. So, und vor allen Dingen wegen diesen 1% musst du jetzt immer noch, was war das hier, ne? Musst du bei jeder Quest wirklich noch dieses eine Item wechseln. Alter, wie bitter ist das denn? Oh. Ich habe keins gefunden, das war, ja. Oh. Aber beim nächsten Mal, wenn EP gewendet wird, wahrscheinlich findbar sein. Hast du da viel investiert für?
Ja, Ja, ich glaube es auch. Also brauchst du ja auch nicht weiter sagen. Es ist eigentlich, ja, man braucht. Die Frage war schon dumm gestellt. aber die ist jetzt Max. Ja, für 75% Eis, das ist schon heftig. Widerstand gegen alles 17%. Ja. Ist nur wegen der paar Prozente da. Dann haben wir hier Maxed Out, 15% Leben, auch sehr, sehr heftig. Blitze, wir gehen mal hier unten mal, da sehen wir eigentlich fast alles so gut wie Widerstand gegen alles, 25%, ne? Ist ja das Maximale, ne? Das kann gut sein. Ja, ich glaube zumindest ja. Und schau mal die Waffe an. Oh ja, stimmt, die Waffe haben wir noch gar nicht angeguckt, da schauen wir jetzt mal rauf. Oh. Alter, rechts raus die Spanne erstmal und aber Feuerschaden 60%. Obwohl der Feuerschaden soll ja momentan irgendwie verbuggt sein oder so, ne? Ja, hab ich gehört. leider. Ja, aber nur bei den Dungeons mit Elementarschaden, soweit ich weiß, ne? Also Olymp, zählt ja da auch mit rein. Aber Digga, das ist schon ziemlich heftig. Hast du schon, warte mal, gibt's welche auf deinem Server, die eine 5000er Spanne rechts raus haben oder hast du die höchste Spanne hier auf dem Server? Ich glaube, ich habe die höchste. Das wäre auch nochmal, ich weiß nicht, habe ich schon mal eine 5000er Spanne irgendwo gesehen? Wenn dann vielleicht auf den ersten Servern oder so. Aber das ist ja auch nochmal so ein Ziel, was ich haben möchte. Also eines Tages mal rechts raus irgendwie da eine 5 vorne stehen zu haben, ne? Vor allen Dingen als Magier, das fühlt sich schon sehr gut an. Das tut auf den Gegner sehr gut weh. Ja, also Magier finde ich generell auch beste Klasse, irgendwie so. Macht mir am meisten Spaß. Was wollte ich jetzt? Stimmt, wir können ja mal einen Dungeon probieren hier. Mit einem Free Try. Hast du alles an? Ja, ne? Ja. Okay, dann können wir es auch nochmal sehen hier, wie das aussieht. Jetzt backt bei mir ein bisschen das Spiel rum hier. Super. Lad mal neu. Huch, oh Gott. Okay, da hat er sich gefangen. Kurz mal. Beim Herkules bist du, okay. Da kommst du wahrscheinlich momentan nicht wirklich weiter, ne? Nein, der ist nicht machbar. Ja, das ist ziemlich hardstuck nachher. Wie lange brauchst du so für einen Dungeon? So? Ein paar Monate. Mhm. Ich weiß nicht, wann er fällt, keine Ahnung. Wird mal sehen. Der Bertram, der macht ja fast, also da sieht man ja gar nicht, dass der wirklich Schaden macht da bei ihm. Manchmal macht er Schaden. Er braucht seine bessere Tage, quasi. Stimmt, du hast auch deine Begleiter richtig gut ausgerüstet, ne? Oder? Ja, das kann man gleich nochmal drüber schauen. Ja, das mache ich auch nochmal gleich. Gucken, was der Marquardt bei dir so raushaut. Oh, fast 1 Milliarde. Interessant. Moment, über 1,1 Milliarden, Alter. Heftig. Moment, ich bin kurz weg, ich habe gerade angerufen. Ja, kein Problem. Wir machen hier so lange Alleinunterhalter. Aber über 1 Milliarde ist schon ziemlich heftig. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal über 1 Milliarde Damage kam auf meinen Magier. Da bin ich mir jetzt relativ unsicher. Ich will auch nichts Falsches behaupten, aber Digga, so viel Schaden, das ist einfach viel zu heftig. Ja, der Magier im Late Game, ich sag's euch, das ist auf jeden Fall krank, was der da an Schaden raushaut. Aber er kam gar nicht mal so unweit, muss ich sagen. Bist du wieder da? So, bin wieder da. Ja, bin wieder da. Ja, also die Versuche sehen gar nicht, also der Versuch sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Du bist ja auf Platz 1, du bist auch in der internationalen Ehrenhalle irgendwo? Ja. Auf welchem Platz bist du da so? 90 rum irgendwo. Das muss auch krass sein, ne? Krasses Gefühl, ne? Wenn man jetzt so international, da ist er, vertreten ist. Heftig. Aktuell, schauen wir mal. Huch! Da wurde der Gegner mal kurz dezimiert hier. Hops genommen. Kurz auseinandergenommen. Achtest du auf die internationale Ehrenhalle? Nein, überhaupt nicht. Also bist du da auch gar nicht interessiert, irgendwie auf- oder abzusteigen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe eh keine Chance. Meinst du nicht? Weil du bist ja maxed out, so was auch den Arena-Manager und sowas angeht. Ich glaube, du hast da schon gute Chancen aufzusteigen. Es ist teilweise 50-50 Chance. Der, wo es erst anfängt, der hat quasi den Vorteil. Okay. Und ist immer 50-50. Stimmt, achso, wir können ja mal gucken. Du hast eine 58er Mine, 24, ja. Ja, ich wäre jetzt auch auf 58, aber ich habe ja ein bisschen mehr Priorität momentan auf die Schatzkammer gelegt. Ja, Unterwelt ist ja nicht so weiter interessant. Gibt es noch irgendwas Interessantes hier zu sehen, gerade bei dir, was ich jetzt vergessen habe hier? Schau dir mal die Truhe nochmal an. Truhe, die Edelsteine, meinst du? Ja, also. Und die Begleiter vielleicht noch. Ach stimmt, die Begleiter wollte ich noch anschauen. Stimmt, genau. Ja, das kannst du. Das habe ich noch vergessen hier. Warte mal. Hast du da auch. Alter, hier hast du auch 56 Blitzschaden drauf. Hast du hier überall? Warte mal, wir können ja hier mal rauf schauen. Nee, ja, es ist auf Maximum, aber nicht perfekt.
Aber das ist schon sehr, sehr gut. Das ist schon wirklich sehr viel. Also ich glaube, meine Begleiter haben kaum irgendwelche Resistenzen, muss ich sagen. Geschweige denn irgendwelchen Waffenschaden großartig. Da muss ich mich erstmal um meinen Main kümmern, bevor ich meine Begleiter hier ausrüste. Aber Digga, deine Begleiter sind einfach besser ausgerüstet als ich, was Rufen angeht. Was? Ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Also da hast du auch sehr viel Wert drauf gelegt, aber du bist ja auch wirklich sehr weit, bist also hier auch dungeon-technisch. Da bist du ja fast komplett durch. Ich habe einen Try vom Herkules in der Post, den ich verloren habe, aber den kannst du dir vielleicht mal angucken. Ja, können wir machen. Kämpfe. Herkules. Kannst du. Genau. Du speicherst ja auch alle Kämpfe hier, ne? Ja, so der Großteil, ja. Ja. Ich mache mir dann meistens immer einen Screenshot von dem Endbild und lösche den Kampf dann wieder raus. Okay, ja. Nice. Weil Ja, es wird langsam immer so viel, weil man kann ja nur 100 Kämpfe speichern und ich war teilweise bei 70, 80, 90. Mhm. Weißt du, wie ich das mache? Ich mache halt dann ein Video davon und habe das dann so gespeichert. Dann brauche ich das nicht in meinen Log speichern. Das ist dann auch ganz nice. Das können wir auch machen, ja. Ja, weil ich hebe ja fast jeden Dungeon oder zumindest jeden Dungeon, den ich besiegt habe, den hebe ich dann auf, um ihn nochmal im Video dann zu zeigen. Wenn jetzt gleich die Kunigunde drankommt, zähl mal bitte die Ausweichrate. Okay. Also wie oft sie ausweicht. Ja, die muss ja relativ häufig ausgewichen sein, wenn das so ein guter Versuch war. Ja, dann gucken wir uns den Versuch hier noch auf jeden Fall an und dann würde ich sagen, werden wir die Folge langsam beenden. Dann sind wir auch wieder genug hier am Start gewesen. Aber war auf jeden Fall mal sehr interessant, hier mal reinzuschauen. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Ja, ich sag 20 Mal. 3. 20 ist vielleicht ein bisschen hoch. 15. 4. Ich bleib bei 15. 5. 6. 7. 8. Die nimmt auch nicht so viel Schaden. 9. Also meine Kunigunde wäre schon One-Hit fast gewesen. 10, 11, 12, 13, 14. Da habe ich vielleicht 15. Jetzt bin ich auf meine Schätzung. 16. Oh, hätte ich vielleicht doch bei 20 bleiben sollen. 17. 18. Oh, mit 20 wäre es sogar näher dran gewesen. 19. 20, Alter. 21. Alter, wie heftig. 22. Uff, Alter, 22 Mal. Ja. Boah. Ich habe auch erstmal geguckt. Stell dir mal vor, ein Berserker würde eine 22er-Kombo raushauen, ey. Ja, ich glaube, das wäre schon krass. Boah, das ist schon heftig, ey. Oh, schade, dass du da nicht mehr so groß gekrittet hast, ey. Dann wäre der auch besiegt. Das war der allerbeste Versuch, wo ich hatte. Mhm. Ja, dafür hatten wir den vorhin aber auch so ungefähr hier auf dem Niveau. Ja, also Ja. es ist okay. Waren- Also normalerweise, die normalen sind immer bei 10 Milliarden Leben ungefähr Rest. Ja. Mal ihn hier. Zack, One-Hit. Ja, na klar. Ist das nicht ein bisschen langweilig so an der Spitze? Wird langsam, ja. So einsam an der Spitze oben. So, wenn man dann Kämpfe macht, naja, One-Shot, Ja. One-Shot. Deswegen, also an deiner Stelle würde ich tatsächlich mehr ein Augenmerk auf die internationale Ehrenhalle legen, weil da ist die Konkurrenz höher als auf deinem Server. Ja, ich werde dich mal ein bisschen im Auge behalten hier so mal in der internationalen. Mal schauen. Ich habe das Gefühl, du wirst bald ein bisschen aufsteigen hier so. Weil du hast ein sehr... Wenn ich weiter auf Rang 1 bleibe, weil das ist immer 50-50. Ja, dann steigst du und dein Partner, der vielleicht sich abwechselnd mit dir hier, er hier, der Yubai, steigt ihr halt beide so immer gleichzeitig auf, aber ihr steigt ja beide trotzdem nachher in der internationalen Ehrenhalle auch auf, wenn ihr am Ball bleibt. Und ich denke mal, das wirst du ja auch machen. Gut, das war's soweit von dem Char. War sehr interessant heute das Video. Viele neue Sachen gesehen, vor allem auch das Feature mit den Früchten hat mir auch sehr gefallen. Ja, Charlie, falls du noch was zu sagen hast, dann haus noch mal raus. Ja, wenn er noch nicht abonniert hat in Dortzer, dann abonniert in Dortzer. Und schaut regelmäßig die Videos. Ja, und vor allen Dingen auch vom Charlie. Ne? Wie gesagt, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wie gesagt, so viele High-End SF-YouTuber gibt es gar nicht, großartig irgendwie. Also wüsste ich jetzt nicht. Ja, ansonsten ja, bedanke ich mich bei dir, dass du hier dabei warst, dass wir hier deinen Char begutachten durften. Ja, Dankeschön an der Stelle. Ja, kein Problem. Und, immer wieder gerne.
Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, war es das für die heutige Episode Shakes and Fidget. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar. Da, wie gesagt, guckt beim Charlie vorbei. Das war's soweit. Wir sind raus. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.